Wir fahren jetzt gleich nach Caçapá, aber erstmal fülle ich den Rest vom Benzinkanister in den Tank und hoffe, dass es bis zur nächsten Tankstelle reicht. Ich habe nämlich vor kurzem mein Motorrad repariert, der Vergaser war komplett zu und seitdem bin ich nur etwas über 200 Kilometer hier im Siedlungsgebiet gefahren. Heute fahre ich also seit langem mal wieder mit dem Motorrad in die nächste Stadt und diesmal nehme ich euch mit. Los geht's! Ich nehme heute die Abkürzung über die Brücke und direkt am Urwald entlang, danach noch ein paar Meter vom Siedlungsgebiet raus auf die Bundesstraße. Hola, buen día. Hola, Caçapá. Sebastián Cerner, ¿verdad? Sí, Sí, sí. Adelante. gracias. Hasta luego. Chao. Jetzt geht's weiter auf der Lehmstraße, circa 12 Kilometer bis Caçapá. Hier sind vereinzelt ein paar Baustellen auf der Strecke, da die Straße bald geteert wird und dafür noch einige Vorarbeiten notwendig sind. Ich fahre auf dem Rückweg gerne mal noch zu den neuen Brücken, wo die Bundesstraße schon weiter ausgebaut wurde und vermutlich bald die großen Maschinen für den neuen Straßenbelag kommen werden. Wir sind jetzt in Caçapá angekommen und befinden uns auf der zweispurigen Hauptstraße, die einmal direkt durch die Stadt führt. Hier links an der Kreuzung ist das Gebäude der Policía Nacional. Hier auf der rechten Seite befindet sich jetzt Infafin, da habe ich damals 2019 mein Motorrad gekauft. Zuerst den Führerschein beim Rathaus gemacht, denn in Deutschland hatte ich keinen Motorradführerschein und in Paraguay braucht man sowieso den paraguayischen Führerschein. Inzwischen bin ich fast 8000 Kilometer mit meinem Motorrad gefahren.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿o? Super completo. ¿Sí? Sí, perfecto. Ellos. Gracias. Sí. Chao. Hier links ist eine tolle Bäckerei, da gibt es auch ganz leckeren Kaffee. Hier links an der Kreuzung ist der Supermercado Juventud. Jetzt fahren wir am Busbahnhof vorbei, da bin ich damals schon mal von Caçapá mit dem Bus bis nach Asunción gefahren. Das war jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Es kommt immer wieder mal vor, dass es am Geldautomaten kein Geld gibt. Dann fahren wir mal die Lehmstraße zurück.
Wir sind jetzt an der Einfahrt vom El Pariso Verde vorbeigefahren, weiter südlich die Bundesstraße entlang, rechts am Gewerbegebiet vorbei und hier sehen wir noch die Baumaschinen, die die restlichen Arbeiten machen an den Brücken. Hier ist der Abschnitt mit den Leitplanken, ein bisschen Autobahnfeeling auf der Nochlebstraße. Hier rechts geht es weiter zu Colonia Cosme. Da können wir gerne demnächst mal noch hinfahren, falls es euch interessiert. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich fahre jetzt nochmal zurück. Ich bin jetzt gleich wieder zu Hause und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, lasst mir ein Like da, schreibt in die Kommentare, was euch interessiert. Bis zum nächsten Video. Ciao!